Hi, ich bin David und ich freue mich, dass ich heute hier mit Claudio von den NISA Studios bin. Claudio, schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch, die Einladung bekommen zu haben und über Textilien und Drucker heute zu sprechen. Ja, cool, sehr schön. Claudio, du bist Inhaber der NISA Studios. Das ist eine Werbeagentur, wo Kunden alle möglichen Drucksachen von großen Bannern, Außenwerbung, Fahrzeugbeschriftung und auch Textildrucke bekommen können. Erzähl uns doch mal kurz, was ihr so macht. Ja, wir machen ziemlich vieles, mittlerweile hauptsächlich Textilien. Und da war immer die Frage, was benutzen wir für einen Drucker und für welche Textilien, für welchen Kunden, ob das Bauunternehmer sind, ob das private Kunden sind, ob das diese Abi-Partys sind. Und dann haben wir immer eine Lösung gesucht, bis wo wir auf diesen Digital-Drucker gestoßen sind, zum Beispiel diese Ghost Pro X. Cool. Und ja, ich muss sagen, das ist sehr flexibel. Ja, problemlos, nahtlos, läuft alles super. Natürlich mit einer RIP-Software kann man natürlich die Farben viel echter gestalten, passende zu den Textilien, ob das jetzt Helltextilien sind oder Dunkeltextilien sind. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden, dass du von unserer Technologie und von Ghost Pro X erfahren hast? Übers Internet und über Freunde, ja, die cool. Auch Sachen von euch bekommen haben oder haben. Und ja, ich weiß nicht, ob man einen Namen nennen darf oder. Ja, das passt schon. Claudio, vielen Dank. Das klingt erstmal so, du hast ja auch schon ganz viele Themen angerissen. RIP-Software, verschiedene Untergründe, auf die man drucken kann, verschiedene Textilien und so. Um einfach die Kunden ein bisschen abzuholen. Bei Ghost by Toner machen wir weiße Tonerkartuschen und Weißdrucklösungen für verschiedene Anwendungen, um zum Beispiel weiß auf farbige Papiere oder mit unseren Tonertransferfolien weiß und farbig auf verschiedene Untergründe, wie zum Beispiel T-Shirts, Textilien, Tassen und andere Sachen zu drucken. Wir werden im Laufe des Videos auch noch ein paar Sachen sehen. Claudio, ich sehe, du hast ein T-Shirt mitgebracht. Vielleicht kannst du uns kurz ein bisschen was dazu erzählen. Ja, also das ist ein T-Shirt, wo sehr viele Buchstaben drauf sind. Man könnte das natürlich auch plotten. Ja? Ja. Wäre vielleicht nicht so schwer, aber durch diese neue Technologie von Digitaldruck, Tonertransferen, ist für mich viel einfacher. Ja? Dann gestalte ich mein T-Shirt im Computer, ja, und mit den Farben, mit alles drum und dran, Knopfdruck und dann fertig. Ich muss nicht entgittern, ich muss gar nichts drauf pressen und die Sachen sind sehr elastisch. Ja. Eine gute Waschbarkeit und dann spare ich mir diesen Gittern, was eigentlich manchmal schon lästig ist. Wenn man viel zu tun hat oder zum Beispiel 50 T-Shirts drucken sollen, ist das die einfachste Methode. Das ist die einfachste Methode, cool, sehr schön. Für unsere Zuschauer ganz kurz, es gibt ja verschiedene Drucktechnologien, du hast jetzt mehrmals Entgittern erwähnt. Erklär uns noch mal ganz kurz, was du damit meinst, was der Unterschied zwischen einem Plotter ist, also wie ein Plotter funktioniert, wie Kunden damit drucken und was da so zeitaufwendig ist. Ja, der Plotter funktioniert so, das ist eine Folie, so eine Flexfolie. Ja. Oder gibt es verschiedene Folien, natürlich für verschiedene Textilien, Sport oder und so weiter. Und das musste man das mit einer bestimmten Software erstellen. Das wird in Fahrt umgewandelt, weil das nur Punkte kennt. Das sind keine Farben. Die Farbe sind die Folien selber. Und dann wird durch den Plotter geschickt und der Plotter schneidet genau so, wie man das gestaltet hat. Dann muss man das Ganze abziehen, entgittern. Und entgittern bedeutet, dass ich quasi die überschüssigen Punkte, also was sich jetzt hier so zwischen den Buchstaben befindet, das Loch in dem E und so, das muss ich alles von Hand rausmachen. Richtig. Das heißt, bei großen Motiven, wenn ich jetzt zum Beispiel nur die Rückenteile von Sport-T-Shirts bedrucke, wo ich nur große Zahlen drauf habe, da ist das die passende Technologie. Flex. Ja, aber sobald es ein bisschen komplizierter wird, brauche ich was anderes. Richtig. Dann würde ich das wie gesagt, in verschiedene Drucktechnologie gibt es natürlich auch DTF. Ja. Was eigentlich auch nicht verkehrt ist. Der Nachteil, gibt es Nachteile und Vorteile natürlich wie bei allen Sachen. Klar. Der Vorteil von DTF ist elastisch, Haltbarkeit. Schnell würde ich nicht unbedingt immer sagen. Aber der große Nachteil ist, wenn man nicht viele Projekte hat, sagen wir so, keine Ahnung, 3, 4 Stück die Woche, dann kann man den Drucker danach auch wegschmeißen. Okay. Weil die Köpfe sich austrocknen und so weiter und so fort. Das ist ja flüssige Tinte. Und das passiert zum Beispiel bei den Ghost Pro X nicht, weil das nämlich ein Tonertransfer ist und der kann noch mal 3 Wochen stehen, ich kann in Urlaub fahren, komme ich zurück, Auftrag steht auf der E-Mail,
Druck und das Ding ist fertig. Und das Ding ist fertig. Cool. Das ist jetzt ein Projekt, was du mit unseren A- und B-Folien umgesetzt hast. Ich habe die auch mal hier. Das ist die A-Folie, eine transparente Folie, auf die druckst du dein Design, richtig? Genau. Und dann das B-Papier, das enthält quasi den Klebstoff, der dann den Druck damit verbindet. Genau. Die A- und B-Folie, die gibt es auch bei uns im Online-Shop. Den Link blende ich dir gerade mal ein. Die gibt es in A4, so wie ich sie hier in der Hand habe, aber natürlich auch für große Projekte in A3. Und mit Ghost Pro X kann man bis in A3 drucken, richtig? Ja, genau. Ja, perfekt. Und die gibt es in Packungen von 25, 50 oder 100 Stück. Also je nachdem, welche Größe eure Projekte haben, findet ihr die richtige Verpackungseinheit bei uns. Ich habe nochmal ein anderes T-Shirt mitgebracht. Das ist so ein Muster, das vielleicht nochmal ganz kurz den Unterschied zwischen einer Flexfolie mit dem Entgittern beschreibt und dem Tonertransfer. Würdest du sowas entgittern oder wie schätzt du den Zeitaufwand ein, den jemand braucht, um das mit einer Flexfolie zu entgittern? Ich würde sie selber nicht plotten, weil man muss diese ganze kleine Dinger entgittern, was das Problem ist. Zum Beispiel hier bei so kleinen Schriften, ja, das ist, ja, unmöglich ist zwar nicht, aber das ist sehr zeitaufwendig und das wäre viel zu teuer für den Kunden, weil meine Zeit drauf geht. Ja, ist die Folie nicht so teuer, aber meine Zeit wäre zu teuer dafür und deswegen würde ich sowas immer in Digitaldruck machen. Ja, und mit dem Ghost Pro X kannst du das halt einfach in einem Durchgang drucken. Perfekt. Produktionszeit für so ein T-Shirt vom Bildschirm bis zum fertigen Shirt? Also nicht lange. Also wenn das der Laserdruck druckt innerhalb von 5 Sekunden. Ja. Ja. Und dann muss man das 90 Sekunden Kleber drauf und dann. Also in 3 Minuten bist du quasi fertig. Ja, locker. Cool. Das ist sehr, sehr cool. Locker. Du hast vorhin auch die RIP-Software erwähnt. Dass du damit bestimmte Sachen machen kannst, was die Farben angeht oder was auch die Waschbarkeit deiner Textilien angeht. Erklär uns doch mal ganz kurz, was die Vorteile von der RIP-Software sind und dann können wir uns ja noch ein paar Beispiele dazu anschauen. Die Vorteile von der RIP-Software ist erstmal, dass die Farbe echt drucken kannst. Also man kann, also die Farben, die man besonders vom Kunden bekommt, ja, weil der Kunde hat eine bestimmte Vorstellung und er sagt, gelb muss so gelb sein und nicht das, was der Drucker ergibt. Und das kann man mit einer RIP-Software. Dann kann man mit einer RIP-Software entscheiden, welche Textilien man druckt, ob das Dunkeltextilien sind, ob das Helltextilien sind, ob das gerastert werden muss. Gerastert heißt das, dass das nicht vollflächig bedruckt wird. Ja. Entweder Punktrastern oder Linienraster. Kommt immer darauf an, was für ein Druck das ist. Ja. Und dadurch bekommt mehr Elastizität oder sowas, wie das heißt. Und das macht die RIP-Software, das macht die ganze Arbeit auch viel einfacher, klar. Ja, cool. Ich habe hier auch dazu 2 Beispiele mitgebracht von dir. Das sind verschiedene Textilien. Vielleicht können wir einfach mal auf jedes drauf gucken. Hier haben wir so ein Comic-Motiv. Was hast du da genau gemacht? Das ist eine Linienraster. Ja, das kann man auch, wenn man ganz nah kommt, erkennen. Ja, von Weitem natürlich erkennt man das nicht. Aber wenn man das jetzt vollflächig drucken würde, dann wäre das nicht mehr so elastisch, wie es jetzt ist. Ne? Ja, man kann es wirklich gut ziehen. Ja, das sehe ich. Ja, und tatsächlich, wenn man von Weitem drauf schaut, dann sieht man die Linien gar nicht. Richtig. Also das Design bleibt erhalten und trotzdem fühlt sich auch echt weich an auf dem Textil. Genau. Man hat nicht so eine Plastisch. Ja. Und das ist jetzt 100% Baumwolle mit dem Ghost Pro X gemacht? Richtig. Und das würde auch auf einem Polyester-Textil funktionieren? Das würde funktionieren, ja. Cool. Einer der Vorteile von den A- und B-Folien ist, dass sie super flexibel in der Anwendung sind. Du kannst damit sowohl auf Baumwolltextilien als auch auf Polyester, auf empfindliche Textilien, Mischgewebe wie zum Beispiel Vlies oder Softshell drucken, je nachdem, welche Einstellung du verwendest, wenn du auf deiner Transferpresse von der A-Folie nach dem B-Transfer auf das Textil presst. Auf unserem YouTube-Kanal findest du auch jede Menge Videos, die verschiedene Anwendungen und verschiedene Anleitungen zeigen, wie du Schritt für Schritt verschiedene Textilien bedrucken kannst. Schau doch einfach mal rein, den Link dazu blenden wir dir auch ein. Hier habe ich noch ein zweites Textil, auch mit einem Linienraster. Das ist jetzt ein sehr großes T-Shirt, auch ein Mischgewebe, da ist glaube ich ein bisschen Polyester mit drin, das fühlt sich so ein bisschen stretchy an. Ja. Wie würde sich das denn anfühlen, wenn ich da jetzt kein Raster drauf habe? Ja, das wäre so wie so eine Fläche, die da drauf gepresst worden ist, so eine plastische Fläche und für manche fühlt sich sehr steif. Ja? Und durch diese Linienraster ist das ganz viel weicher, man spürt das gar nicht erstmal auf die Haut, sagen wir so. Cool. Und auch hier kann man das ziemlich auseinanderziehen, da reißt jetzt nichts ein oder so, sehe ich.
Das kommt auch durch das Raster? Richtig. Ach cool. Sag mal, wenn du T-Shirts an deine Kunden rausgibst, gibst du denen sicherlich auch eine Waschempfehlung mit. Wie sollte ich denn jetzt am besten meine bedruckten T-Shirts mit Ghost Pro X waschen, damit die möglichst lange halten? Am besten immer auf links waschen. Also umdrehen? Umdrehen, genau. Damit erstmal der Druck nicht beschädigt wird. Man tut auch andere Sachen rein, zum Beispiel Reißverschlüsse und so weiter und so fort. Deswegen immer besser auf links drehen und versuchen nicht so hoch die Gradzahl der Waschmaschine zu benutzen. 95 Grad zum Beispiel wäre das nicht so besonders schön. Okay. Aber sonst wäre kein Problem. Also am besten 30 Grad? 30 Grad ist empfehlenswert, ja. Okay. Und wie sieht das mit dem Trockner aus? Das würde ich nicht unbedingt reintun. Lieber einfach aufhängen an der Luft? Waschmittel und Trockner würde ich versuchen zu vermeiden. Ist egal, welcher Druck das ist. Ob das Flex, DTF oder Tonertransfer. Cool, alles klar. Und das Ganze funktioniert auch auf hellen T-Shirts. Hier haben wir ein helles Textil. Richtig. Und da sehe ich glaube, das sind keine Linien. Hier haben wir ein Punktraster, richtig? Das ist ein Punktraster, genau. Da erkennt man, dass das bunt sind. Und das ist genau das Gleiche. Die Elastizität ist das, was Sinn macht. Cool. Brauche ich denn bei hellen Textilien überhaupt den weißen Toner? Nein, muss man das nicht haben. Aber kommt drauf an, ob das jetzt Polyester ist oder Baumwolle. Bei Polyester kann man natürlich auch andere Druckverfahren benutzen. Was könnte man bei Polyester benutzen? Sublimation zum Beispiel, das ist empfehlenswert. Eine ganz hohe Haltbarkeit. Ja. Weil die Farbe verdämpft in den Textil rein. Das heißt, das ist so eine Beschichtung auf den Produkt. Okay. Ob das jetzt eine Tasse ist oder, das ist eine Polyesterbeschichte und die Farbe verdämpft einfach in diese... und dann ist die richtig im Textil quasi im Textil drin, genau. Okay. Da spürt man gar nichts. Ach krass, okay, aber da ist es so, dass ich einen Sublimationsdrucker brauche, mit Sublimationstinte drin. Richtig. Und das funktioniert auch auf dunkle Textilien? Nein. Okay, das funktioniert nicht, weil da keine weiße Farbe hinterlegt wird. Okay, das heißt, wenn ich dunkle Textilien machen will, dann benötige ich auf jeden Fall einen Weißtonerdrucker, um halt weiß unterlegen zu können. Richtig. Und drucken zu können. Richtig. Und bei der Sublimation sagst du helle Textilien, aber Baumwolltextilien oder so, das würde auch nicht funktionieren. Da brauche ich Polyester. Richtig. Alles klar. Auf jeden Fall 100% Polyester, vielleicht 90% würde so funktionieren, aber Baumwolle funktioniert eigentlich. Aber bei der ersten Waschgang ist das T-Shirt wieder weiß. Okay, also es funktioniert nur einmal. Genau. In welchem Bereich setzt du noch die Sublimationstechnologie ein? Weil das ist auch was ihr regelmäßig macht bei Nisa Studios, richtig? Auch ja. Tassen, Dosen, Keksdosen. Also eher so im Geschenkartikel. Untersetzer, genau. So. Okay. Merchandising mehr oder weniger. Wäre das nicht was ich auch mit dem Tonertransfer machen kann? Wir haben bei uns im Ghost Shop die Multitransfolie, die ist genau für feste Untergründe gemacht. Gibt es da spezielle Anwendungen, wo sich dann der Ghost Pro X besser eignet als die Sublimation? Ja, zum Beispiel auf Holz, zum Beispiel auf so Kork. Okay. Wie zum Beispiel das hier, das ist auch mit einem Ghost Pro X gemacht worden. Das hätte alleine wegen der weißen Farbe schon mal bei Sublimation nicht funktioniert. Ja, dann hätten wir das Ding erstmal weiß sprühen müssen mit so einem speziellen Spray, der dafür geeignet ist. Aber dann ist diese Korkstruktur natürlich ja weg. Und deswegen, das würde ich lieber mit einem Ghost Pro X machen. Und wie sieht das mit dunklen Tassen aus? Kann ich die auch mit Sublimation machen? Nein, natürlich nicht. Das geht nur weiß, weil die keine weiße Farbe enthalten. Das heißt, so eine Tasse würdest du auch mit dem Ghost Pro X machen? Genau. Das ist jetzt ist so mit dem Ghost Pro X auch gemacht. Ja, das ist jetzt mit der Multitransfolie gemacht. Richtig. Das heißt, da druckst du auch mit dem weißen Toner und dem Ghost Pro X auf die Folie. Genau. Und dann geht es in die Tassenpresse. Richtig. Und ist das waschbeständig? Ja. Das kann ich also auch ohne Probleme in die Spülmaschine. Genau. Cool. Das ist einer der Vorteile von Ghost Pro X. Man kann wirklich sehr, sehr viele flexible Medien bedrucken. Wir haben jetzt hier gerade ein T-Shirt in der Hand gehabt, wir hatten helle T-Shirts, wir hatten dunkle T-Shirts, wir haben uns eine Korkunterlage angeguckt und eine schwarze Tasse und das alles ist mit einem einzigen Drucksystem umsetzbar. Dazu gibt es verschiedene Transferfolien. Ich habe eben schon die A- und B-Folie in die Kamera gehalten. Hier habe ich die Multitransfolie, die sich ideal eignet, zum Beispiel für den Druck auf feste Untergründen, wie zum Beispiel Tassen, Keramik, Spiegel, Glas- und Acryluntersetzer.
Und darüber hinaus gibt es noch das Multitrans Pro, was sich perfekt eignet für Sachen, die nicht in die Spülmaschine müssen, wie zum Beispiel unseren Korkuntersetzer hier oder Leder oder andere Medien. Auch feste Kartonarten, die ich nicht durch den Drucker schicken kann ich damit super bedrucken. Alle unsere Transfermedien findest du sehr übersichtlich bei uns im Onlineshop. Den Link habe ich dir nochmal eingeblendet und du findest auch die direkten Links zu den ganzen Produkten in der Beschreibung von dem Video. Claudio, du hast eben auch DTF-Druck angesprochen. Kannst du uns kurz erklären, was das ist? Ich lese ganz viel über DTF-Druck im Internet und ich glaube auch viele unserer Zuschauer haben von der Technologie schon gehört. Das ist gerade so richtig angesagt. Und kannst du da vielleicht von deinen Erfahrungen berichten? Ja, also wie gesagt, DTF-Druck ist erstmal explodiert, klar. Ne? Die Leute kostengünstig und ja, Schnelldruck, wie gesagt, habe ich vorhin schon erwähnt, ist es nicht unbedingt. Da braucht es seine Zeit. Der Druck dauert länger als beim Laserdrucker, zum Beispiel den Ghost Pro X. Das geht innerhalb von 3 Sekunden, ist der Druck raus. Das hat man natürlich bei DTF nicht. Der DTF hat seine Vorteile, wenn man jetzt, keine Ahnung, 200 T-Shirts die Woche druckt, klar, ist eine sehr gute Technologie, weil das kostengünstig ist. Okay. Aber hat man das nicht, dann wird das sehr teuer, weil man braucht neue Köpfe und so weiter und so fort. Die trocknen ganz schnell. Man muss praktisch jeden Tag drucken. Jeden Tag, okay. Jeden Tag. Man muss das immer durchspülen. Also das ist sehr aufwendig von der Wartung, eher im Gegensatz zu den Ghost Pro X. Ghost Pro X, wie gesagt, kann man liegen lassen, passiert nichts. Bei DTF muss man schon aufpassen. Aber wie gesagt, wenn man jetzt ein großes Projekt hat, viel Projekt hat, lohnt sich DTF aus Kostengründen. Ja. Und deswegen, man muss immer abwiegen, was mache ich. Mache ich Sportklamotten oder wie die große Bei Zahl Sportklamotten, da würde ich natürlich Flex nehmen. Genau. Mache ich Sachen, die schnell gemussten, benutze ich den Ghost, oder wo ich nicht viele Textile mache, benutze ich den Ghost Pro X. Habe ich tausende Projekte, dann benutze ich den DTF. Man muss immer abwiegen, alle Produkte sind gut, aber man muss genau wissen, was mache ich bei mir in der Firma. Okay, das heißt also, wenn du einen DTF-Drucker hast, wenn ich das richtig verstehe, es ist eine Flüssigkeit, die wird auf eine Folie aufgetragen, dann wird die mit dem Puder bestickt und da sind der Puder ist praktisch der Kleber. Das ist der Kleber. Dann wird das in so einem Ofen reingetan, wird erhitzt und dann schmilzt der Kleber auf die Farbe drauf und dann tut man das erst transferieren. Genau. Okay, das heißt, das dauert wesentlich länger, weil natürlich der Druckvorgang auch langsamer ist. Natürlich. Und da ist es ähnlich wie bei der Sublimation. Wenn ich nicht regelmäßig das Gerät reinige und warte und durchspüle oder einfach täglich benutze, richtig, dann können wir die Druckköpfe eindringen und dann. Wie ist das von der Investition im Vergleich, so ein Tonertransferdrucker Ghost Pro X zu einem zum Beispiel Schneidplotter für Flexfolien? Was ist da die günstigere Investition? Das kann man nicht sagen, weil jeder Produkt hat seinen Preis, wie auch die Qualität. Und wenn man jetzt zum Beispiel billige Sublimationdrucker kauft, dann hat man Probleme später bei den Drucken. Das heißt, man muss da auch sein Geld ausgeben. Bei DTF genauso, diese ganz kleine Maschine sind nicht empfehlenswert. Und wenn man fängt, die großen Maschinen zu kaufen, dann sind wir schon 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 Okay, also doch ein höheres Investment. Ja, wenn man jetzt viel Sachen hat, dann ist das in Investition DTF am teuersten. Okay. Ja, der Ghost Pro X ist nicht der günstigste, aber der sicherste, was Wartung angeht und so weiter und so fort. Das heißt, du hast da keine Aufwendungen, dass du den regelmäßig warten oder reinigen musst oder sonst was? Nein, gar nicht. Das ist natürlich für dein Geschäft eine super Sache, weil du kannst das Ding flexibel einsetzen. Ich bin mega zufrieden, seitdem ich den habe. Ich habe den jetzt circa ein halbes Jahr und ja, da war für mich die beste Investition, was ich bis jetzt gemacht habe. Cool. Was sagen deine Kunden so zu der Flexibilität, zu den Produktionszeiten und auch zu der Qualität von den Textilien, die du ihnen mit Ghost Pro X produzierst? Die sind sehr zufrieden, weil die kommen rein und sagen, ich brauche schnell ein Geschenk, ich muss Freund ein T-Shirt drucken und hin und her, dann muss ich das Ganze nicht erstmal erstellen. Beispiel jetzt bei Plotten muss ich das erstmal erstellen, in Fahrtumwandel plotten, den Gittern machen, tun. Ja. Das ist für mich sehr aufwendig in dem Moment. Aber wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich brauche ein Bild für einen Geburtstag, Kind, kommt er rein, Bild auf den Computer drucken, pressen, tschüss. Also beim Espresso-Tränke kann er danach das Ding mitnehmen. Ja, das ist natürlich cool. Das ist einfach super flexibel. Richtig. Das heißt,
obwohl du keine riesigen Mengen, also 200 T-Shirts pro Tag oder so, auf dem Ghost Pro X produzierst, ist er eigentlich trotzdem dauernd bei dir im Einsatz, im Einzeldruck? Ja. Das ist fast jeden Tag im Einsatz, ja. Cool, spannend. Gibt es irgendwas, was du Leuten, die jetzt neu in dem Thema sind, die noch gar keine Ahnung haben, empfehlen würdest, gerade was vielleicht das Handling mit den Folien und den Transferpressen angeht? Wie müssen die Leute sich darauf einstellen? Wie lange dauert es, bis man die Benutzung dieser Technologie erlernt hat? Gut, das liegt an einem selber. Das stimmt. Ja, das ist genau wie die Musik. Wie lange dauert Gitarre zu lernen oder was ist schwere Gitarre oder Klavier? Ja. Das liegt immer an einem selber. Also ich habe nicht lange dafür gebraucht, aber gibt es Leute, die eben, aber eigentlich ist es ein ganz schnelles Verfahren. Also wenn man die Technik verstanden hat, dann geht ruckzuck. Also man kann das innerhalb von ein paar Tagen das im Griff haben. Das heißt im Prinzip, wenn man sich so einen Drucker zulegt, damit anfängt, investiert man ein, zwei kleine, vielleicht private Projekte, um es zu lernen. Genau, das war's. Danach ist man. Wenn du T-Shirts verkaufst, du hast ja oft auch Firmenkunden, du hast gesagt, du machst viel Arbeitskleidung und so weiter. Wie würdest du sagen, reines Bauchgefühl, nach der Investition in den Ghost Pro X, nach wie vielen Projekten hat der sich abbezahlt? Also wenn ich große Firmen, so zum Beispiel oder Vereine, also wir haben viele Vereine auch, dann hat es sich ganz schnell abbezahlt. Cool, das ist natürlich aber wenn super. man da 200, 300 T-Shirts druckt, oder weil so Vereine nehmen nicht nur T-Shirts, die nehmen Cappies, die nehmen T-Shirts, die nehmen Taschen, die nehmen alles Mögliche. Und dann mit den Ghost Pro X, das geht so schnell. Und dann haben die Sachen alles innerhalb von einer Woche, steht die Sache schon bei denen im Lager. Das heißt, die Kunden sind schnell zufrieden, du hast deine Investition schnell raus und hast jetzt einen Drucker, der nach wie vor läuft und läuft und läuft. Und selbst wenn du mal ein paar Tage in anderen Projekten eingebunden bist, in der Außenwerbung oder eben halt keine Textilien bedruckst, hast du keine Sorgen, dass dir der Drucker abhaut. Genau, richtig. Das war für mich der wichtigste Punkt. Claudio, das klingt alles schon super spannend. Kannst du uns zunächst kurz vielleicht erzählen, wie du auf Ghost Pro X und auf Ghost by Toner aufmerksam geworden bist? Durchs Internet und durch Empfehlung. Und natürlich habe ich nachher den Kontakt gesucht, habe ich bei Ghost angerufen. Ach cool. Und also ich muss ehrlich sagen, sehr freundliche Mitarbeiter, eine tolle Crew, die haben mir das erklärt, die haben sich Zeit genommen, dass man sagt, okay, das Produkt ist was für mich. Alleine wegen dem Support von der Crew von Ghost. Mega, das ist natürlich wirklich, wirklich cool. Claudio, vielen, vielen Dank für die mega Einblicke, die du uns in deine Arbeit mit Ghost Pro X und deiner Arbeit bei den NISA Studios gegeben hast. Das war wirklich spannend, auch gerade ein bisschen was zu lernen und zu erfahren über die Unterschiede zwischen den Drucktechnologien und dass eigentlich jede Technologie seine Berechtigung hat, aber du mit Ghost Pro X, glaube ich, ziemlich flexibel aufgestellt bist. Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Eine sehr gute Entscheidung. Sehr cool. Wenn ihr für euer Business bedruckte Textilien, Außenwerbung, Banner, Visitenkarten, Geschäftskommunikation oder irgendwelche anderen Drucksachen benötigt, könnt ihr euch super gerne direkt an Claudio wenden. Seine Webseite von den NISA Studios blende ich jetzt hier mit ein. Und Claudio, der Name Studio, der ist nicht ganz ohne, denn du hast auch ein Tonstudio, richtig? Richtig, weil wir komponieren selber Musik. Wir machen für unsere Kunden Musik, für denen ihre Videos zum Beispiel. Wir machen Telefonschleife, also wir schreiben auch Songs für andere, für unsere Kunden auch, die für ihre Firma als Musik, zum Beispiel GEMA-freie Musik und so weiter und so fort. Das machen wir alles bei uns im Haus. Mega cool. Alle Infos dazu findet ihr auf Claudios Webseite, die ist eingeblendet und die packe ich natürlich auch unten mit in die Beschreibung rein. Wenn ihr nähere Infos zum Thema Weißtonerdruck, Weißtonertransfer, vom Ghost Pro X für die professionelle Anwendung in Druckereien oder eben unsere Einstiegslösungen Little Ghost und weiße Tonerkartuschen für Laserdrucker haben wollt, schaut auf unserer Webseite vorbei. Alle Infos dazu sind auf jeden Fall in der Videobeschreibung und natürlich auf unserem Kanal. Wenn dir das Interview gefallen hat, lasst Claudio und mir bitte einen Daumen hoch da. Abonniere unseren Kanal, ja, dann kriegst du immer alle neuesten Informationen zum Thema Tonertransfer, Weißtonerdruck, Spezialdruck und viele, viele hilfreiche Videos rund um das Thema. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Claudio, dass du da warst. Hat riesig Spaß gemacht. Euch sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.